Hey Freunde, was geht? Mo hier. Willkommen zu einem weiteren Video von mir und das ist der Xiaomi Gaming Monitor 34 Zoll Ultra Wide und das soll ein Video sein über meine Erfahrung mit dem Gaming Monitor. Also falls du vor der Entscheidung stehst, diesen Gaming Monitor selbst zuzulegen, könnte das Video was für dich sein. Also bleib dran und viel Spaß. Das ist also der Xiaomi Gaming Monitor 34 Zoll Ultra Wide und für all diejenigen, die vorweg denken, okay, hier kommt cool Gaming Footage. Ich muss euch enttäuschen, ich bin nicht der größte Gamer, also nicht so im klassischen Sinne. Dem einen oder anderen ist League of Legends ein Begriff und ich zock viel Teamfight Tactics gerade, aber das auch auf mobilen Endgeräten hauptsächlich, also wenn ich Zeit finde auf dem Sofa und meinem iPad zocke ich das ein bisschen, aber so wirklich gamen tue ich nicht. Ich habe hier in der Testzeit so ein bisschen versucht mehr zu gamen und habe vor allem auch Google Stadia gespielt. Dazu kommt dann in Zukunft auch ein Video. Mein Einsatzzweck für den Monitor ist vor allem das Ultra Wide und seine Möglichkeiten, mehrere Applikationen auf einem Schlag anzuzeigen, ohne wirklich wie auf macOS typisch den Schreibtisch zu wechseln oder halt zwei Monitore auf dem Schreibtisch zu haben. Weil zwei Monitore auf dem Schreibtisch ist immer so eine Sache, da hat man immer den Rand dazwischen, das ist unschön. Zwei Monitore nehmen viel mehr Platz weg und so hat man die Lösung, das ein bisschen eleganter zu klären. Ich fand die Nutzung super, mein Verwendungszweck vor allem Final Cut, wie gesagt. Ich nutze auch gerne das Ganze im Vollbildmodus und unter Final Cut hat man viel mehr von seiner Timeline, also dem Bereich, in dem man schneidet. Man kann viel mehr in die Zukunft quasi gucken, in seiner Schneidehistorie und so viel effektiver arbeiten. Ich finde, das Ganze war eine sehr gute Investition, weil ich halt auch das von Xiaomi gut finde, dass deren Produkte immer sehr minimalistisch und clean daherkommen. Also wenn man den Monitor sich vorweg einmal anschaut, der ist sehr minimalistisch und sehr schick gehalten. Von vorne hat man kaum Branding, also man sieht da nichts, was für eine Marke das ist. Und von hinten hat man ein kurzes Mi-Logo. Angeschlossen werden können zwei HDMI-Ports, zwei Display-Ports und halt noch ein Audioeingang. Der Monitor hat leider keine Lautsprecher verbaut. Das hat mir in manchen Situationen gefehlt. Ich arbeite viel schon mit Kopfhörern, also mir ist es eigentlich egal. Aber nichtsdestotrotz, ich habe jetzt keine speziellen Monitoring-Lautsprecher und deswegen wäre es schon praktisch gewesen, in manchen Situationen das Ganze vom Monitor abspielen zu lassen, auch wenn ich weiß, dass die meisten Monitore nicht die beste Audioqualität haben. Beim MacBook Pro 16 Zoll ist das anders. Das hat einen super Sound, aber nichtsdestotrotz, es liegt meistens links oder rechts neben mir und da hat man da so ein bisschen Eingewöhnungszeit, dass der Sound eher von links kommt oder eher von rechts. Das ist nicht so optimal. Zu den Anschlüssen lässt sich sagen, dadurch, dass hier mehrere Anschlüsse verbaut ist und der Monitor unterschiedliche Display-Funktionen bereithält, kann man da auch mehrere Computer gleichzeitig anzeigen lassen. Ich zeige euch mal so Bilder, was ihr anstellen könntet. Ihr könntet quasi den Monitor splitten, also zwei unterschiedliche Computer gleichzeitig einen Monitor zeigen. Das könnte sogar auch Mac und Windows sein, also diejenigen, die zwei Computer haben auf unterschiedlichen Benutzeroberflächen oder in Büros, wenn man quasi mehrere Clients hat, die man anzeigen möchte, wäre das auch eine Option. Wenn man dann alles angeschlossen hat und wieder verschließt mit den magnetischen Verschlüssen, die super gut sind, findet man dann hier auch heraus, dass die Kabelführung sehr elegant gelöst wurde und das kommt alles gebündelt dann hinten aus einem Schacht wieder raus. Das hilft dabei, dass das ganze Kabelsalat nicht so in Chaos ausartet und ich finde, das ist eine sehr gute Lösung. Sieht hier auch super schick aus. Man hat am Monitor dann nicht so einen Kabelsalat und hilft dabei, so ein bisschen eleganter den Schreibtisch zu organisieren. Was mich an der Bedienung ein bisschen stört, ist die Tastenposition. Die Tasten sind auch nach hinten verlegt. Das macht den Monitor vorne hin super clean. Man hat auch keine Anzeigen, wo die Tasten so sind. Das ist dann halt in der Nutzung ein bisschen Ungewöhnung und das braucht man ein bisschen, bis man sich an die Tastenposition gewöhnt hat. Die meisten Monitore machen das ja unten und das ist halt in der Bedienung ein bisschen freundlicher. Da weiß man genau, was man trifft. Hier hinten muss man immer am Anfang ein bisschen schätzen, ob man die richtige Taste hat.
In der Nutzung gefällt mir der Monitor echt gut. Ich nutze das vor allem hier beim Schnitt, aber auch beim Konsumieren von Content und Darstellen von mehreren Apps gleichzeitig. Das ist halt super praktisch. Da hat man nicht das Gewusel mit 2 Monitoren, die auf dem Schreibtisch natürlich viel mehr Platz wegnehmen auch und halt auch immer den Rand haben. Also dann hat man immer, wenn man von einem Monitor auf den anderen guckt, immer den Rand dazwischen. Hier ist alles schön kompakt gebündelt. Und so ein Ultra-Wide-Display ermöglicht halt so zu arbeiten. Das ist alles so ein bisschen langgezogener. Dadurch, dass er auch curved ist, hat man halt auch so eine Immersion. Also man fühlt sich wirklich in der Welt und das kommt manchmal so ein bisschen komisch, wenn man das Gefühl hat, okay, Linien sind nicht ganz gerade, aber da muss man halt bedenken, dass quasi der Bildschirm gecurved ist und dass es einfach nur so ein optischer Trick ist. Die Linie ist schon gerade, nur der Bildschirm ist ein bisschen gekrümmt und das muss man so ein bisschen beachten, aber nichtsdestotrotz in der Nutzung hat mir sehr gut gefallen. Leider konnte ich damit nicht wirklich farbgetreue Arbeiten machen, weil ich den Monitor hier noch nicht so gut kalibriert bekommen habe. Also die Retina-Displays sind sehr gut kalibriert und ich hatte bis jetzt noch nie Probleme. Hier hatte ich schon das Problem, dass ich halt mit Kunden hier auch stande und die gesagt haben, ja, das stimmt doch von den Farben nicht. Das ist nicht das Produkt, wie es war. Ich hatte ja eigentlich die Einstellungen alle richtig, aber ich habe nicht bedacht, dass der Monitor nicht so gut kalibriert ist. Also am Laptop hat man dann die Farben wieder erkannt. Hier war das so ein bisschen ein Color Shift. Das habe ich so nah wie möglich versucht zu kalibrieren mit den Einstellungen, die der Monitor mir gibt. Aber ich denke, ich muss das mal wirklich professionell kalibrieren lassen. Dann kann ich auch so damit arbeiten. So bin ich jetzt darauf übergegangen, einfach mit wieder 2 Monitoren zu arbeiten. Das ist mein Hauptmonitor, der Ultra-Wide, und ich arbeite viel damit, wenn es darum geht zu schneiden. Wenn ich dann aber wirklich farbgetreue Arbeiten machen muss, dann ziehe ich mir das Bild einfach rüber auf meinen Laptop, der jetzt nicht im Clamshell-Modus ist, also im zugeklappten Modus, sondern offen dasteht am Schreibtisch. Da prüfe ich dann immer noch mal die Farben und da bin ich mir dann sicher, dass die Farben dann 100%ig stimmen. Zur Nutzung lässt sich auch sagen, dass ich halt leider nicht es hinbekommen habe, ein Kabel zu meinem MacBook hinzuführen. Der Monitor unterstützt leider keine Power Delivery, also kein Strom über den Monitor. Die meisten Monitore haben aber auch, glaube ich, nicht genug Saft, den MacBook Pro 16 Zoll zu speisen und gleichzeitig dann Sachen wie Filmschnitt zu machen, weil dort die integrierte Leistung nicht ausreicht, um quasi den MacBook in Höchstleistung zu unterstützen. Ich habe jetzt hier die Lösung von Innertech, die ich euch auch so gezeigt habe. Das Problem, was ich am Unboxing in einem anderen Video hatte, das hat sich gelöst. Es lag an dem Netzteil, was nicht genug Saft hatte. Und ja, das war ein bisschen schade, aber nichtsdestotrotz konnte ich das Ganze dann sehr gut auch jetzt so nutzen. Ich nehme jetzt 2 Kabel, die in den Laptop führen. Einmal eine für die Power Delivery und einmal für das Bild. Und das Bild geht dann von HDMI auf USB-C. Das ist so meine Erfahrung mit dem Gaming Ultra-Wide Monitor von Xiaomi. Der ist zurzeit leider noch nicht hier in Deutschland erhältlich und ich musste da auf Banggood zugreifen. Das sollte bald anders sein, also dieses Jahr sollte der, glaube ich, schon noch hier in Deutschland erscheinen. Dann solltet ihr keine Probleme haben, aber für all diejenigen, die nicht warten können, ich verlinke euch quasi den Link, wo ich das Ganze hier gekauft habe. Das war das tschechische Lager auf Banggood. Da braucht ihr euch auch keine Sorgen um den Zoll zu machen. Das Ganze wurde schon in die EU importiert und quasi von einem EU-Land nach Deutschland braucht man da keine Sorgen mit dem Zoll zu haben. Das funktioniert dann reibungslos. Nur mit der Wartezeit, das ist ein bisschen so ein Thema. Ich hatte 2 Wochen quasi erstmal gelesen. Das hat dann im Endeffekt 4 Wochen gedauert. Banggood ist sehr zuverlässig, also ihr braucht euch da keine Sorgen zu machen, dass es nicht kommt. Nur manchmal mit der Lieferzeit kann es da ein bisschen nach hinten gehen. Das soll es dann erstmal wieder von mir gewesen sein. Meine Erfahrungen mit dem Xiaomi Ultra-Wide Gaming Monitor. Und schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr den cool findet, ob ihr so einen Monitor euch selbst zulegen würdet, was eure nächsten Produkte von Xiaomi sind. Ich würde gerne mal mit euch da in den Kommentaren schreiben und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao.